Hallo liebe Finnland-Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, es ist Februar, Anfang Februar und das Wetter ist deutlich besser in Finnland. Die Sonne kommt wieder raus. Wir haben minus 15 Grad und es ist wunderschönes Wetter. Ja, das ist aber auch noch nicht alles. Ende Januar hatten wir echt schlimmes Wetter. Da waren immer so 2 Tage Tauwetter, 1 Tag Frost, 2 Tage Frost, 3 Tage Tauwetter. Und das sind irgendwie Auswirkungen des Klimawandels und die Finnen machen sich große Sorgen über den Klimawandel. Das ganze Thema ist natürlich, wenn du hier ein altes Holzhaus hast und diese Luftfeuchtigkeit, dafür sind die auch nicht ausgelegt, ne? Ich meine, wenn das hier so um die 0 Grad ist, das ist ganz, ganz schlimm. 0 Grad plus 1, minus 1 und dann wieder 0 und plus. Da läuft das Wasser irgendwie am Haus lang. Die Luftfeuchtigkeit ist viel zu hoch für die Holzbalken und auch im Innenraum. Die Luftfeuchtigkeit ist viel zu hoch. Da kann man ja kaum gegen anheizen mit dem alten Holzofen. Und das alles sind Themen, die auch in Finnland natürlich ein Thema sind. Die Finnen sind es gewohnt, lange, trockene Winter zu haben, ne? Mit viel Frost. Und ja, im Idealfall hast du hier 5 bis 6 Monate Winter. Und nicht jeder Tag ist so schön wie heute. Sonnenschein und minus 15. Aber das ist eigentlich so in Finnland im Februar immer ganz gut. Deswegen ist der Februar auch einer meiner Lieblingsmonate. Und ja, ich habe euch mal einiges zusammengetragen, was den Klimawandel und Finnland angeht. Könnt ihr einiges nachlesen. Und ja, ich mache mich jetzt nochmal auf den Weg, um hier frische Luft zu schnappen. Und bei dieser frostigen, frischen Luft macht das wohl auch richtig Spaß. Finnlands Winter verändern sich, und zwar schneller, als viele denken. Der Klimawandel sorgt dafür, dass die Durchschnittstemperaturen in den Wintermonaten in Finnland pro Jahrzehnt um mehr als ein halbes Grad steigen. Das bedeutet weniger Schnee, spätere Winter und mildere Temperaturen. Besonders in Süd- und Mittelfinnland kommt der erste dauerhafte Schnee inzwischen rund 20 Tage später als noch vor einigen Jahrzehnten. Extreme Kälte gibt es zwar noch, aber sie wäre ohne den Klimawandel noch deutlich stärker. Beispiel: Im Januar 2024 wurden in Enontekiö minus 44,3 Grad gemessen. Ohne die globale Erwärmung hätte das Thermometer wohl eher minus 48 Grad angezeigt. Doch insgesamt sind die Winter spürbar milder geworden, besonders in Südfinnland. Einzelne kalte Winter ändern nichts an diesem langfristigen Trend. Doch was bedeutet das für die Zukunft? Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt. Seit 1961 sind die Winter in Finnland bereits um 2,5 bis 3 Grad wärmer geworden. Zum Vergleich: Die Sommer haben sich nur um 0,1 bis 0,2 Grad pro Jahrzehnt erwärmt. Der Klimawandel bringt verschiedene Szenarien mit sich, je nachdem, wie sich die globalen Emissionen entwickeln. Momentan befindet sich die Welt auf einem Pfad, der bis 2100 eine Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur um 2,8 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bedeuten würde. In den nördlichen Regionen, einschließlich Finnland, könnte das sogar 4-mal schneller ablaufen als im weltweiten Durchschnitt. Ein großer Effekt der Erwärmung: Die Winter werden kürzer. Seit 1961 verschiebt sich der Beginn der Schneesaison in Süd- und Mittelfinnland alle 10 Jahre um 2 bis 4 Tage nach hinten. Gleichzeitig schmilzt der Schnee im Frühling früher. In Helsinki gab es im Winter 2019-20 den kürzesten Zeitraum mit durchgehender Schneedecke. Gerade einmal 4 Tage.
Normalerweise sind es dort rund 3 Monate. Allerdings bedeutet Klimawandel nicht automatisch weniger Schnee, sondern vor allem unbeständigere Winter. Mehr Niederschlag kann in kälteren Regionen sogar für mehr Schnee sorgen. In Südfinnland hingegen kommt der Regen immer häufiger als Wasser herunter, was Straßen gefährlicher macht und die Infrastruktur belastet. Auch für die Natur hat die Erwärmung Folgen. Tiere wie der Polarfuchs oder die Schneeanemone ziehen sich weiter nach Norden zurück, während sich Arten aus Mitteleuropa in Finnlands Süden ausbreiten. Die Baumgrenze in Lappland verschiebt sich nach oben. Ein oft übersehener Faktor ist die mentale Gesundheit. Dunkle, graue Winter ohne Schnee können Depressionen und Angststörungen verstärken. Studien zeigen, dass sich psychische Erkrankungen in den dunklen Monaten häufen. Und Schnee spielt dabei eine wichtige Rolle, weil er Licht reflektiert und die Umgebung aufhält. Fazit: Finnlands Winter werden wärmer, kürzer und unberechenbarer. Das hat Auswirkungen auf die Natur, die Infrastruktur und sogar die mentale Gesundheit. Die Frage ist nicht mehr, ob sich das Klima verändert, sondern wie wir uns darauf einstellen. Ja, so sieht's aus. Nach so langer Zeit ist mal wieder richtig schön, die Sonne im Gesicht zu spüren. Es zerrt schon an einem dieser lange dunkle Winter und da ist man echt froh über jede Sonnenstunde. Ja, Licht wäre schon toll im November, Dezember. Und das jetzt hier, das ist doch wirklich ein wahres Geschenk. Und ich genieße das auch gerade. Zu Hause ein bisschen Schnee geschoben und da werde ich wohl nachher den Saunaofen anheizen. Weil so kann das Leben sein, ne? Muss man einfach haben. Und ja, die Entbehrungen des Winters gehen so langsam zu Ende und die Energie fließt wieder in den Körper. Die Haut ist schon ganz weiß. Man sieht schon aus wie ein Vampir. Und jetzt, mit dieser Sonne hier, ist es einfach nur schön. Ja, schön, dass ihr mal wieder reingeschaut habt. Ich mache ab und zu mal ein kleines Video. Und ihr seid dabei. Zwischendurch könnt ihr ein bisschen durch die Shorts scrollen. Da habe ich auf dem Weg zur Arbeit immer mal so ein paar Aufnahmen, die ich von der Straße aus mache. Und ja, bis dahin. Macht's gut, euer Micha. Und wenn es euch interessiert, dann abonniert doch den Kanal. Also unterstützt mich da und wir sehen uns dann eventuell im nächsten Video. Euer Micha. Ciao, ciao.